So I'm going to take a bath now. Finally, it's now 12 o'clock. So um 12 Uhr mache ich jetzt ein Natron Bad. Und mal sehen, wie das wird. Gleich schütte ich das Natron rein. So there are 5 packs in a box at 50 grams one. So 250 grams is one cup. So I'm going to put in 1 cup in hot water and see what happens for about an hour or so. I'm going to sit in there. So in so einer Packung ist 50 Gramm Natron, also in so eine Packung, die ich das gezeigt habe. Nicht wahr? Also da sowas da, eine große Packung. Und ja, und ich nehme 5 Stück, das ist dann 250 Gramm und das ist halt so eine Tasse für ein Vollbad. Ich weiß nicht, ob das genügend ist, vielleicht kann mir die Casey sagen, ob das genügend ist. Und die anderen haben ja auch mir schon mehr gesagt, ich soll Natron machen gegen die Morgellons, against those Morgellons, I should use Natron. You know, one of them even said, I would even pay you for the water, you know, just to do it, so I will try it again. Because back then I used to try it because of something else, about the Staphylococcus aureus, which I didn't know back then that I had Staphylococcus aureus, you know. Back then, you know, I was looking for this stuff and I put everything. I used laundry, detergent, like 2 cups, half a kilo or a kilogram, bathing in it. So some parasites did come out. Even some kind of a larvae came out, you know. And before I figured out. That was in playlist 1 or 2 where I took that bath and afterwards inside the bathtub, you know, there were these kind of different kinds of Morgellons. One was like sleeves together, black one, you know, nice and long. And there was one still moving, it was like that. Or something moving like that. That was my first live Morgellon that I filmed. So das war damals mein erster lebender Morgellon, den ich gefilmt habe, so in Playliste Nummer 1 oder 2, wo ich auch Fotos reingetan habe, wo da auch so ein schleimiger Parasit war, näher des, wo der Ausguss ist, also von der Badewanne. Und da waren auch so Morgellons, die waren so Fäden, so wie zusammengefädelt auf dem Ding. Und andere waren da, rote waren da. Und da war ein lebendiger. Und der war ungefähr so, hat er ausgesehen. Ich war so wie ein U oder so. Und der hat sich noch ein bisschen bewegt irgendwie. Pick, pick, pick. Und den habe ich dann mehrmals hintereinander so den Film reingeschnitten, dass man das sieht, dass er sich noch bewegt hatte. Das war mein erster lebender Morgellon. Jetzt habe ich genügend von dem. Nicht wahr? Und ja, dann versuchen wir mal den hier aus. Ja, und da finde ich sie und da habe ich ja damals in Waschpulver gebadet. Ne? Ja, ich wollte ja herausfinden, was ich das hier habe. Ne? Es ist keine Krätze, es ist keine Milben, those aren't scabies, no nothing. I did everything against to protect myself. Should they be scabies? But they're not. Ne? So, ich habe alles getan, was man tut, wenn man Krätze hat. Ne? 3 Tage lang diesen, jenes, bla bla bla. Und die haben mich nur hingehalten. Alle Dermatologen verfickten haben mich nur hingehalten. Ja, diese Krankheit haben sie einfach unter Verschluss gehalten. Ja, und ich musste über 6 Jahre lang damit leben. Heute muss ich mich ja wieder aufbeißen. Hier, das habe ich so ein bisschen schon weg mit dem Kompressor gemacht. Aber das gerade hier, es schaut nicht schlimm aus eigentlich, denke ich mal. Es ist frisch. Und dann hier unten war auch dann wieder was zum Beißen gewesen. Hier habe ich auch wieder was Neues, Frisches. Also die sind immer noch aktiv, obwohl ich diese 300 Milligramm Antibiotika nehme. Früh und morgen, diese rote Packung. Ne? Die ist eigentlich gegen Malaria. Und man soll auch noch ein weiteres Antibiotika nehmen, das mit dem zusammenarbeitet, falls das eine aufgibt. Ne? Aber mein Hausarzt hat mir gesagt, ich soll dieses nicht mehr nehmen, weil die anderen, die ich da habe, die sind ja genauso gut, ne? Die tun auch Staphylococcus eliminieren. Hat man ja gesehen. Also es ist viel weniger geworden, aber hier an den Damen ist es noch immer präsent. Sind das die restlichen, die sich da nicht ergeben wollen? Ne? Und der hat selber gesagt, diese starke, wie oft nehme ich sie am Tag? Ne? Ich habe gesagt, weiß ich, nehme früh morgens einmal oder zweimal, wie auch immer. Weiß ich nicht, aber man nimmt so viele Antibiotika, dass man gar nichts mehr weiß. Ne? Langsam habe ich die Übersicht in dem Moment hier verloren. Er hat mir selbst gesagt, ich hätte Ihnen das nicht verschrieben. Ne, also er war da damals nicht da, er ist ja der Chef. Das war dann halt sein Sohn und die andere da hat es mir verschrieben. Ich habe Ihnen gesagt, erklärt, ne, das, was ihr mir da sagt, das ist für mich nicht logisch. Und warum nicht?
dieses Starke soll ja noch anderes, wird es wahrscheinlich eliminieren. Denn wenn es gegen Malaria ist, oder was auch immer das war, Typhus, keine Ahnung, dann wird es sehr stark sein. Er hat mir selbst gesagt, es ist ein sehr starkes und ich solle es nicht weiternehmen. Warum denn nicht? Damit die anderen Krankheiten weiterhin bleiben? Das ist doch Bullshit, oder nicht? Ne? So, okay, mein Bad ist langsam gefüllt und ich werde hier jetzt dieses Ding auch reinschmeißen, dieses Natron. Genau, das werde ich hier gleich reinschütten. Ne? So, hier ist die erste Packung von vielen. Und da wird sich auflösen und dann kommen die anderen auch noch rein. Mal sehen, was das wird, hoffentlicherweise. So, hello, it's now what, 15 to 1 o'clock. Es ist jetzt 15 Minuten vor 13 Uhr. Ins Bad bin ich gestiegen um 12:15 Uhr und raus bin ich gegangen um 12 Uhr, nein um 1 Uhr, 13:05 Uhr. So I went to take a bath at Natron Bad at 12:15 and I just got finished at 1:05 p.m. So I've stayed in there for 50 minutes and you see, and I know this from other baths, like when you take Epsom salt baths, ne, wenn man, ich kenne das auch von anderen Bädern, dass zum Beispiel Epsom Bäder, wenn man nimmt, nach den Bädern tut man sich nicht abduschen, sondern man lässt es auf den Körper, so 15 Minuten noch, ne, dann fängt man an zu schwitzen. Da wird alles rausgeschwitzt, was im Körper ist, und danach kann man sich abduschen. Ne? So I know this from other baths that I took in the past, you know, and I've informed myself that after you take your bath, in the beginning, when I started with those, I started to sweat, you know, like crazy. You know, I put those curtains closed so the heat would stay inside, and I was sweating just like now. Now it's running down here, you know. Ja, mein Schweiß läuft da runter, sieht man den vielleicht? Der ist jetzt halt bei der Nase irgendwo und an der Stupsnase. Ja, my nose it's now right now here, huh? My sweat. Oh, that tickles now. Oh, that tickles, oh, tickly, 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 aua, aua. Und wenn das schon juckt, an die Schlaumeierärzte, dann müsst ihr euch vorstellen, diesen Juckreiz, den ihr jetzt hattet hier zum Beispiel, der ist am ganzen Körper und der läuft stundenlang und das ist nicht zum Aushalten. Und dann bekommt man so eine Scheißdiagnose wie Dermatozoenwahn. Huh? And this kind of itchiness, which is a very good example. Now imagine you're doctors out there, you know, dermatologists, you know nothing. The next time you have this kind of sweat going in the sauna, you know, and whatever, just imagine this kind of sweat, hours long. You know, all night long, and you cannot do anything about it. You go to a doctor, he's gonna tell you, well, you've got delusional, you know, there are no bugs, you know. Yes, then you're really fucked, you know what I mean? And now I'm sweating everywhere, so ich lasse das jetzt mal einziehen. Hier ist es außerdem ist es hier noch sehr warm, also ja, laufe ich ein bisschen rum, ja, damit es sich. Und hinterher kann ich mich duschen und dann geht es mir gut. Also ich habe genau das gemacht, was die Leute gesagt haben. Man soll auch den Kopf unter Wasser halten, habe ich auch gemacht. Und währenddessen habe ich auch diesen Biofilm, den man auch in den Fotos gesehen hat oder den vorherigen Clips, die ich da aufgenommen habe, den habe ich halt rausgedrückt, nicht wahr? So richtig schichtweise sozusagen, nicht wahr? So, wisst ihr, wie ich meine, nicht wahr? So, wenn hier so wie hier ist Land, nicht wahr? Und das wird hier weggebaggert, ne? Immer wieder, immer wieder. Oder umgekehrt, hier, das hier ist Land und ich habe hier so weggeschabt, ne, stückweise. Und da ist ja Wasser dran und dann schwimmt es ja weg. So that's how I got rid of this biofilm. I'm sure there's going to be still some more out there. And I'm starting to sweat all over, you know. Ich schwitze jetzt überall und die Nase bekommt wieder was ab und die juckt. Yeah, it's itching again, you know. And this is the kind of feeling you get bugs running around. This is the itchiness. Yeah, and the itchiness causes bacteria, you know, they may cause that. And there may also, these Borrelians, they cause that as well, you know, when they're crawling, they're going through your skin, you know, just like Borrelian, yeah, Borreliose, you know, Lyme disease, same thing, you know, these drills that they have, these, you know, metal drill things, you know, scrap metal like that, they're drilling through your body, and this is the itchiness you feel, yeah, yeah, then you think about it. Next time you have such an itchiness, think about us. You know, that are allegedly delusional, you know.
So, das sage ich gerade. Das nächste Mal, wenn diese Schlaumeier von Dermatologen und anderen Ärzten, die hier diesen Clips hier ansehen, ne? Das nächste Mal, wenn ihr in der Sauna seid oder sonst wo aus dem Bad rauskommt und lasst einfach mal, ihr schaut zum Beispiel Sport oder Tennis, nicht wahr? Ja, oder Cricket, ne? Und dann ihr fängt an zu schwitzen. Ne? Ja, habt euch abgetrocknet zwar, aber trotzdem, das Schweiß läuft runter. Und dieses Juckreiz ist unerträglich. Das kennt ihr doch, oder? Hier, das spürt man richtig, ne? Wie das kitzelt. Da kitzelt es, da auf die Nase, nicht wahr? Versucht euch mal nicht zu jucken, zu kratzen. Ja, es juckt schon. Versucht mal euch nicht zu kratzen. Ja, und jetzt versucht mal euch vorzustellen, dass tausendfach am ganzen Körper, in der Nacht geht das los. Die Morgellen, die kriechen durch die ganzen Organe, ja, das ist das. Die Borreliose, diese Spiralen da, Bakterien, die tun genau das Gleiche, ja, also genauso wie Morgellen, ne? Was gibt's noch? Staphylococcus aureus, ja, das ist ja auch eine lebensbedrohliche Krankheit. Aber ihr tut das alles so abtun, so wie, ach, Staphylococcus aureus, ja, hat jeder, die ist in der Haut, ne? Das wird immer so dargestellt, so wie, ist ja gar nicht so schlimm, nicht wahr? No, sie haben das gar nicht hier, sie bilden sich das ein.